In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz schnell die neue Contao 5.3 testen kannst, und zwar indem du die offizielle Contao-Demo nutzt. Zunächst einmal richtest du ganz normal dein Hosting über einen Website-Root auf Public ein, du legst deine Datenbank an und bereitest einfach alles vor, als ob du eine ganz normale Contao-Installation durchführen möchtest. Dann lädst du den Contao Manager hoch und landest hier im Welcome-Screen. Wenn das alles geklappt hat, dann legen wir wie gewohnt unseren Benutzer für den Contao Manager an. Wenn du das alles detailliert erfahren willst, dann schau dir einfach meinen Videokurs an, wo ich die Installation von Contao erkläre. Nachdem die Systemprüfung erfolgreich durchgelaufen ist, klicken wir auf Einrichtung. Dann auf Los geht's und auch hier sollte alles auf grün stehen und wir klicken auf Weiter. Nun kommt der wichtigste Punkt. An dieser Stelle wählst du eben jetzt keine Contao-Version aus, sondern du wählst hier Beispiel Website installieren aus und klickst auf Installieren. Jetzt wird die Beispiel-Website von Contao 5.2 installiert. Da das jetzt etwas dauern kann, überspringe ich diesen Teil jetzt. Nachdem nun die Pakete erfolgreich installiert sind, verbinden wir uns mit der Datenbank. Anschließend führen wir den Import durch und es wird technisch im Hintergrund ein Datenbank-Backup wiederhergestellt. Nun klicken wir auf Weiter und wir müssen noch einmal ein Schema-Update durchführen. Wir bestätigen das Ganze und wir sollten jetzt nochmal auf Weiter klicken. Ein Benutzer gibt es nicht, da der bereits in der Datenbank importiert wurde. Und wir haben die Installation der Demo erledigt. Wir können also jetzt den Contao Manager starten und wir gehen unter Pakete und du siehst, wir haben jetzt eine Contao 5.2 vorliegen. Wir sehen uns nochmal kurz das Frontend an und wie du siehst, haben wir jetzt die offizielle Contao Demo vorliegen. Soweit so gut. Der folgende Schritt ist jetzt wichtig, um eben Contao 5.3 zu testen. Der nächste Schritt ist natürlich mit jeder beliebigen Installation möglich. Ich zeige es dir eben jetzt an der Contao Demo. Wir müssen also jetzt die Versionsbedingung ändern. Dazu klicken wir zunächst auf Pakete aktualisieren, dann auf das Zahnrad und hier tragen wir die spezielle Version 5.3.x-dev ein. Als nächstes klicken wir wieder aus diesem Feld, die Änderungen werden vorgeschlagen und du klickst auf Änderungen anwenden. Jetzt werden die Pakete für Contao 5.3 installiert. Das dauert wieder eine gewisse Zeit, deswegen werde ich diesen Schritt überspringen. Die Installation der Pakete ist jetzt abgeschlossen. Zum Schluss musst du wie immer die Datenbank aktualisieren. Auch das machen wir gleich. Wir haben hier also jetzt die Migrationen. Dann klicken wir auf Weiter und haben im nächsten Schritt noch das Schema-Update. Wie du siehst, haben wir jetzt zahlreiche Änderungen und Aktualisierungen. Wir klicken hier auf Alles annehmen und auch Löschungen annehmen und auf Ausführen. Die Aktualisierungen werden durchgeführt. Wir klicken auf Bestätigen und Schließen. Und ab sofort haben wir eine aktuelle Dev-Version von Contao 5.3 installiert. Du kannst also jetzt ins Backend von Contao gehen. Dazu klickst du einfach hier auf Tools und Contao Backend und loggst dich im Backend von Contao 5 ein. Der Standard-User lautet hier k.jones und das Passwort lautet Kevin Jones kleingeschrieben. Du kannst das Ganze natürlich auch nochmal hier im Frontend nachsehen. Zwar gibt es hier die entsprechenden Zugangsdaten. K.Jones, Kevin Jones. Wenn du dann im Backend bist, dann kannst du hier nach unten scrollen. Du siehst, hier links unten steht Contao 5.3.xdev. Das heißt, du befindest dich jetzt auf der Entwicklerversion von Contao 5.3. Du kannst das Ganze natürlich jetzt auch auf Deutsch umschalten. Dazu gehst du in das Profil von Kevin Jones und klickst hier auf Backend-Sprache Deutsch. Und nun hast du hier ein Contao 5.3 zum Testen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.